Hallo, hallo Freunde des Jagdsports. Hier ist wieder euer Jägermeister. Was hat sich der Wald getan? Ich habe ziemlich viele Missionen bei der neuen Rolle gemacht. Natürlich das Gold ziemlich hoch aufgelevelt. Dann habe ich mir die Bar ein bisschen schon ausgebaut und erweitert. Jetzt habe ich schon eine Band, das Innenausstattung ein bisschen schon verändert. Und man schaut sich einmal das jetzt einmal an, wie das ist, weil man kann ziemlich viel jetzt machen in diesem Game. Gehen wir mal zu meinem Schnapsbrenner. Da habe ich mir hinten einen Dings zugelegt, einen Ofen für die Brennerei. Und jetzt gehen wir in die Bar. Mittlerweile sind schon bei mir mehrere Gäste in der Bar. Und den Raum habe ich erweitert. Das ist meine Band. Lassen wir gleich was spielen. Und dann zeige ich euch was ganz Cooles. Man kann zum Beispiel super tanzen. Und was echt super ist, ist nämlich, dass man auch die Instrumente spielen kann. Und natürlich auch ein paar Movies. Wow. Na, spielen wir mal Geige. Bin ganz musikalisch, wie ihr seht. Man kann auch Solo spielen. Geben wir die Geige der Lady wieder zurück. Dann nehmen wir das Banjo. Bei der Musik sind nämlich mehrere Lieder, was gespielt werden kann. Jetzt mit der rockt man sich voll wecker.
ist mein Klavier. That's it, folks. Thank you, thank you. Woo! All right. Again? Oh, we must have sounded Es good. ist ziemlich gut, La. Die haben wir noch nicht. Man kann den Tanzstil ändern, verschiedene. Man kann mit Freunden, was man in die Truppe eingeladen hat, natürlich hier auch tanzen, trinken etc. Endlich eine eingerichtete Bar, schaut voll edel aus, gute Musik, echte gute Country-Musik, was früher in die Western-Dings gespielt hat, und schaut ja voll edel aus, die Bar, will ich euch nur sagen. Gefällt mir. Ich stelle nämlich auch die Bilder, wenn ich zum Beispiel die Bar verändert habe, in meine Comedy. Da könnt ihr immer schauen, was sich bei mir in der Bar verändert hat. Kann sich auch an die Bar lehnen. Leider habe ich noch keinen Kellner, also ich muss mich selber kümmern, wenn ich was trinken will und etc. Prost an meinen Gästen, trinkt's und sauft und bringt mir Geld.
Da liegt ein gesoffener. Leider habe ich auch keinen Außenschmeißer, dass ich die besoffenen Jungs wieder rauswerfen kann. Werden wir gleich die nächste Mission machen. Zurzeit bin ich bei der Rolle auf 5. Da kann man die Dings freischalten, zum Beispiel Schnapsflasche, die bekommt man bei der Madame Massar auch zu kaufen, so wie die Gürtelschnalle. Der nächste ist wieder ein neuer Tanzstil. Da bekommt man nachher schon ein bisschen eine bessere Delieranlage für Schwarz. Auch Pferde kann man nachher schon freischalten. Den Haarschnitt, der was mir überhaupt nicht gefällt. Der Hut. Da geht's bis 20. Es dauert halt noch ein bisschen, bis ich meine Rolle fertig habe. Aber es geht ziemlich schnell. Ich habe mir auch den Battle Pass gekauft. Er hat mir schon ziemlich vieles eingebracht, will ich euch nur sagen. Ziemlich viel Kohle. Kann man sagen, die $40, was ich ausgegeben habe, habe ich schon mit den ganzen Missionen, was ich gestartet habe, habe ich schon wieder erinnern in diesem Spiel. Jetzt nehmen wir gleich die. Schauen wir, was für eine Rolle man Mission machen kann. Kann nur eine kleine Mission machen, aber das macht nichts. Unten stehen die großen Missionen, die natürlich ziemlich viel Gold bringt. Aber die kleinen bringen auch nicht so wenig. Ich habe auch mein Outfit ein bisschen geändert. Ein neues Hemd gekauft. Da muss ich schauen wir, wo das ist. Da müssen wir Straßen sperren. Machen. Aber denn ich habe bei mir das so gemacht, dass ich meinen Trupp öffentlich gemacht habe, dass jederzeit Leute bei mir beitreten können und auch bei der Mission mitmachen können. Und wenn die zufällig auch die Mondschäne haben, in Schnapsbrennerei, punkten die natürlich voll mit. Das heißt, die bekommen das, was mir aufgefallen ist in diesem Spiel, sind nämlich die ganzen Schätze jetzt ganz anders platziert. Nicht mehr in einem Umkreis von 15 Meter, sondern die sind jetzt schon ein bisschen weiter auseinander. Die neue Waffe will ich euch nur sagen, die ist ein Traum. Hat ziemlich viel Power. Was man der Navy Revolver, was man beim Büchsenmacher kaufen kann. Dort kann man auch den Waffengurt, was man gehängt hat, auch kaufen. Da gibt es 4 verschiedene. Habe ich mir übrigens auch schon gekauft. Gibt es verschiedene Dings. Da ist jetzt
ein Schatz. Schauen wir, wo er ist. Meine Kollektionen habe ich zurzeit bei der Madame Massar wieder verkauft, da habe ich mir die Gürtelschnalle gekauft und die kleine Schnapsflasche, was man natürlich mitnimmt, wenn man ein bisschen Zielwasser trinken muss, dass man besser zielen kann. Jetzt schauen wir mal, wo der Schatz liegt. Ein paar habe ich schon wieder gefunden, wie ich gesagt habe. Die sind jetzt ein bisschen verstreut, nicht mehr so viel auf einem Platz. Da haben sie es leider schwieriger gemacht. Aber das macht nichts. Werden wir wieder eine neue Karte anlegen. Ich habe schon etliche Punkte gesetzt in der Karte, wo ich schon schätze, haben wir einen Screenshot von der gesamten Karte gemacht, auch beim PC am Drucker ausgedruckt. Und da mache ich jetzt immer, wenn ich einen Schatz gefunden habe, einen roten Punkt, dann brauche ich nicht so oft suchen gehen, da brauche ich nur hin und her dorthin reiten, jeden zweiten Spieltag, und da liegen schon wieder die Schätze. Da kann man nämlich schneller die Dings spawnen, die Schätze, und da kann man auch schneller zu der Madame Massar. Nur wenn man mit eine Schnapsmission macht, dass man zu einem Käufer fährt, muss man aufpassen, weil man fährt mit einem Kahn dorthin, und da hat man nämlich nachher, wenn der Kahn ein paar Mal getroffen wird, verliert er natürlich den Alkohol. Und was bedeutet das? Man bekommt wenig Geld. Jetzt nehme ich gleich das Gewehr. Mal schauen, wann ich die richtige Munition drin habe. Fangen wir mal ganz unten an. Ich tue immer mein Pferd ein bisschen weiter weg. Warte, mache ich gleich jetzt. Dass ich nicht so schnell sterbe. Besser geht's, wenn man zu zweit ist in solchen Missionen.
Energie. Habe ich überhaupt keine Deckung? Das ist schlecht. Manche Missionen sind leicht, manche natürlich ziemlich schwer, will ich euch nur sagen. Schauen wir gleich in die Karte, wo der nächste, die ist da unten. Na, dann das Pferd und reiten da runter. Warum habe ich keinen Wegpunkt? Hi. Bei solchen Missionen ist immer sehr wichtig, dass man einen Wegpunkt setzt. Da
Und die Mission ist abgeschlossen. Jetzt bin ich Stufe 6. Ihr seht, dass ich da... Jetzt tun wir noch die Leichen plündern. Manches Mal haben die auch Goldzähne und etc., was man beim Hehler super verkaufen kann. Auch Ringe, Gürtelschnallen. Auch Fundgegenstände für die Mademoiselle am meisten. Auch Schatzkarten, Tarotkarten, im Stall habe ich zurzeit noch nicht angeschaut, was für Pferde es gibt. Und verglichen mit meinen Werten, was mein Pferd hat. Das muss ich noch. Reiten wir ja drauf. Schauen wir mal. Und noch die Leichen liegen. Die Waffe ist ein Traum, will ich euch nur sagen. Die zahlt sich aus. Man kann die zum Beispiel auch in Katalog kaufen. Die kostet 275 $. Diese Waffe, will ich euch nur sagen, ist Gold wert überhaupt, wenn man den Lauf verlängert hat, den Trall anders und das Zielvisier oben hat, hat die nämlich mega Power. Die haben wir mal gleich auch ins Ding geben. Ihr seht, wenn man die Munition ändert, ist das gleich. Hat auch Schrot dabei und die hat einen echten hätte ich sagen, jeder Westernheld sollte diese Waffe unbedingt mithaben. Was mir auch aufgefallen ist, dass zurzeit weniger Tiere im Spiel sind, aber nicht zum Trotz. Es ist nämlich, heute ist die Madame hier oben. Jetzt reitet man wieder in meine Bar und nehmen gleich den nächsten Auftrag auf. Und so, derweil tue ich nämlich den Händler, den Scharfschützen ein bisschen benachlässigen, weil da bin ich schon auf der höchsten Stufe zurzeit. Und was ich zurzeit mache, ist nämlich den Sammler mit die Schätze und natürlich den Schnapsbrenner, dass ich da auch auf die höchste Stufe komme. Dann kann ich mir aussuchen, was ich machen will. Will ich zum Beispiel Jäger spielen, dass ich den Händler mit Felle und so mache, oder tue ich nämlich Kopfgeld machen oder etc. Das kann ich mir nachher jeden Tag aussuchen, was für eine Rolle ich spielen will.
Fahrt wird es in diesem Spiel überhaupt nicht. Und ich kann jedem da empfehlen, kauft euch dieses Spiel. Es ist echt das beste Spiel, was zurzeit Rockstar nämlich auf den Markt gebracht hat. Besser, ich finde das noch besser wie GTA, weil mit GTA, mit den ganzen Glitch, finde ich für einen großen Scheiße, falsch gesagt. Weil in diesem Spiel, da kann man nicht glitschen, ist auch gut so. Da muss man echt alles spielen, freischalten und natürlich auch Spaß mit dem Gold umgehen und natürlich auch mit den Dollar. Es sind ziemliche Vorteile. Zum Beispiel, wenn man das Geld nicht hat, bekommt man trotzdem auch gewisse Sachen. Und wenn man nachher später mal den Battle Pass 2 gekauft hat, bekommt man die Sachen, was ist dazu. Das heißt, auf Gold, auf Dollars, natürlich auch auf Krips, das ist die blaue Währung. Die sollte man auch sparsam umgehen, so wie mit dem Gold. Ihr seht, da habe ich 14 Krips, 101 Gold, 72 Dollars, 44 1452 und ein paar Quetschte. So, jetzt kann man unten eine Store-Mission machen, was ziemlich viel Kohle auch bringt, werden wir auch gleich machen. Da habe ich da kann man einstellen, wie hoch die ist. Machen die nicht, die Mission. Nehmen wir die kleine Mission an. Weil die 4 Hauptmissionen habe ich schon gemacht, die kann man wieder neu spielen und natürlich kann man die nämlich nochmal spielen und höher einstellen. Wird wieder so. Wo ist die Mission? Wo muss ich da hinreiten? Wenn sowas ist, kann man nämlich nebenbei auch jagen, weil oben rennt nicht die Timerzeit, oder auch den Schatzsucher mal Sammler nebenbei machen. Tun wir gleich die mit der Deckdetektor wieder raus, dass man wieder Schätze findet. Oder auch Kräuter sammeln, was man unbedingt bei der Schnapsbrennerei unbedingt braucht, gewisse Kräuter, was man den Schnaps verfeinern tut. Natürlich bringt das mehr Kohle, wenn man den verkauft.
Was ich nicht gut finde, ist nämlich, wenn man eine solche Mission hat und man zum nächsten Postmeisterei reitet oder ins Lager, kann man nicht die Patrone Munition ausrüsten. Oder zum nächsten Gemischtwarenhändler reiten in die Stadt oder zum Waffenschmied. Geht nicht. Wenn man eine Mission gestartet hat, kann man leider das nicht machen. Früher hat man das machen können, aber leider haben die da das leider verbockt. Finde ich nicht okay. Aber was soll's. Funktionieren tut das immer noch, wenn einer, sag mal, alle 4 Rollen hat, dass einer zum Beispiel jagt, der andere die Kopfgeldmission macht oder der dritte den Sammler macht. Sollte eine Mission gestartet geworden sein und er macht die Mission, bekommen die anderen auch die XP und natürlich Gold und Cash. Alles halt. Da hat sich das nicht verändert. Funktioniert noch immer noch, Gott sei Dank. Man hat zum Beispiel bei den Battle Pass 2 bis März Zeit, dass man auf Stufe 100 kommt. Das geht blitzschnell, will ich euch nur sagen. Und natürlich habt ihr, es geht ziemlich schnell, dass man da bin ich jetzt auch schon beim Level 24 und da ist schon wieder der nächste Schatz. Nur schauen, wo er liegt. Ah, da hinten liegt er nicht. Kann nur da oben wo liegen. Ja, bei der Hütte ist er. Beispiel hier hat sich das nicht verändert. Bei manchen Stellen hat sich das verändert. Da ist sogar noch was anderes. Vielleicht in der Hütte drin. Entweder eine Tarotkarte oder was anderes. Das werden wir gleich sehen, was ist. Oder seltene Kräuter für die Madame Massa. Ja, eine Tarotkarte liegt da. Wow. Früher war halt hier bei der Hütte zum Beispiel gar nichts. Jetzt haben 2 Gegenstände, wie ihr gesehen habt, ein Schatz vergraben. Da haben wir ja zum Beispiel den, schauen wir gleich rein, da sind wir schon auf Rang 34 halt, bin ich schon. Da hat man nicht 24, sondern 34 bin ich schon. Das ist der Battle Pass. Wenn man den nicht hat, bekommt man nur, was hier oben zum Beispiel
ist. Und unten die, wenn man den Battle Pass gekauft hat. Es zahlt sich schön aus, will ich euch nur sagen. Kann ich jedem empfehlen. Schauen wir gleich drinnen, was man einlösen kann. Kann man nämlich immer was einlösen. Oder bei den Vorteilen kann man das noch schneller hingehen. Das sind die Gutscheine, da bekommt man entweder Gold oder Dollars. Jetzt ist das Spiel nicht mehr so fad. Jetzt ist schon das Spiel ein bisschen komplexer. Umso mehr Rollen in das Spiel ist, umso spannender wird das Spiel halt. Wenn man ganz in der Nähe ist von dem Gebiet, dann fängt der Stadtheimer an zum Laufen. Da muss man halt warten, wir sind schon da, diesem Gebiet. Jetzt geht's los mit der Schießerei. Aber da holen wir gleich den Boost. Hey, get yourself out of there. You regretting this yet? I'm gonna be the one that puts you in the ground. Men like you make me sick. No mercy! Immer schauen, dass sie ihn in der Deckung setzt. Oh, I'm gonna have fun with your corpse. You'll be cold dead soon.
Seht ihr, was für Kraft diese Waffe eigentlich hat. Die ist gigantisch, will ich euch nur sagen. Fertig die Mission. Das war eine leichte, will ich euch noch sagen. Es gibt schwierige auch. Ihr seht was für powermäßige Revolver die ist. Die neue. Die hat echt Moves. Tun wir wieder die Leuchten blendern. Ich habe mir 2 gekauft. Gleich. Und natürlich ausgestattet andere wenn man natürlich Geld hat und Gold hat, kann man das alles machen. Man muss nur wissen, wie man das Spiel richtig spielt. Dann kann man da reingehen, schauen wir mal. Ja, da kann man auch reingehen, da kann man auch stöbern. Meisten Häuser haben auch Ringe. Dann Klettern oder Kollies. Was man natürlich bei einem Hiller gut verkaufen kann. Oder man bekommt hier auch gewisse Dosen, was man zum Beispiel essen kann und natürlich Energie oder Ausdauer. Es kommt immer drauf an, was können wir auch reingehen. Da sehen wir, wie früher die Leute gelebt haben. Meistens, wenn ich kein Fleisch mehr mit habe, verwende ich meistens das Proviant, zum Beispiel die Dosen und etc. Aber ich kaufe mir die halt nicht beim gemischten Händler. Es gibt so viel. In der Karte natürlich zum Finden. Steht unten der Nachtopf. Da ist auch noch ein Raum. Immer durchstöbern. Wo man reinkommt in die Häuser, immer stöbern. Gibt es auch zum Beispiel Tarotkarten,
manche Häuser auch wertvolle Kämme, was man dann was so verkaufen kann, oder Haarnadeln. Auch Kost an was teuer ist, ein Gin, was man aber auch bei der Madame verkaufen kann. Bringt alles Dollars. Ein Dollar ist immer gut, manches bekommt man sogar Gold. Liegt auch noch einer, nehmen wir gleich. Immer schauen. Manchmal gibt's was Wertvolles auch. Zu finden. Manchmal ist auch ein Schatz in der Nähe. Weil Kräuter habe ich zurzeit noch einen Haufen. Ich habe mir nämlich gleich, bevor das Abdecker gekommen ist, nämlich einen riesengroßen Vorrat von Kräutern schon angesammelt. Da schauen wir gleich, wie viele Schatzkarten ich noch habe. Oh, sind wir gut. Da habe ich sogar 5 Stück. Kann ich auch, da bekommen wir auch Dollars und natürlich Gold. Wie ich schon gesagt habe, wenn ihr den Petropass gekauft habt, ihr habt unter kürzester Zeit die 40 Dollar schnell herinnen, was man denkt. Ich habe, kann man sagen, fast schon das Vierfache von die Dollar, was das gekostet hat schon. Habe auch schon ein bisschen was investiert, wie ihr schon gesehen habt, in meine neue Schnapsbrennerei und Bar. Ja, das Pferd muss ich füttern unbedingt. Gemüse, Karotte. Ja, wie kann man das, wenn man ein Pferd gekauft hat, ziemlich schnell leveln? Da gibt es auch ein paar Tricks. Der erste Trick ist, dass man das Pferd bürstet, streichelt. Und noch schneller geht das, wenn man das Pferd zum Beispiel rund führt. Da steigt das Pferd auch ziemlich schnell in die Höhe. Ist die beste Methode. Dass man schnell das Pferd auf Stufe 4 bekommt. Also jetzt werden wir schauen, wo die nächste Stadt liegt.
In Augsburg, da kann ich zum Beispiel Munition kaufen. Da wird man auch gleich hinreiten. Und wichtig ist immer, das Pferd nicht hetzen. Manche Pferde haben nicht so hohe Ausdauer und Gesundheit, und wenn man die Pferde natürlich hetzt, wirft dann spätestens, wenn das Pferd saumüde schon ist und keine Power mehr hat, wirft dich das Pferd nämlich ab, und das bedeutet, ja, bei jedem Sturz verlierst du auch ein bisschen Energie. Vorher immer schauen, dass man das Pferd gemütlich reitet. Manche Pferde, zum Beispiel Araber oder den, was ich habe, den American Foxtrot, den kann man nämlich ziemlich gut hetzen, ist auch ziemlich schnell, hat ziemlich gute Werte. Man kennt das auch, warte, ich kann euch das gleich zeigen. Stahl, Pferd im Besitz, das ist nämlich mein Pferd, das jetzt, wie viel Ausdauer das Pferd hat, dann wie das Pferd heißt, hat ziemlich gute Werte, zum Beispiel, das ist der Araber, ist auch ein Araber. Ist ein englisches Vollblut, das war das günstigste Pferd. Und ihr seht ja, wie stärker das Pferd ist. Und sagt man, das Pferd wieder gefüttert ist und ein bisschen ausgeruht hat, hat das Pferd nämlich fast die 100% Ausdauer und Gesundheit, und da kann man schon und das ist am wichtigsten im Spiel, das richtige Pferd. Es kommt nicht auf die Dings drauf an, wie das Pferd ausschaut, wie cool das Pferd ist. Es kommt nur darauf an, auf die Werte, auf das Pferd. Ich stehe hauptsächlich auf schneeweiße Pferde. Erstens, man sieht die besser. Ja, zum Beispiel ups, also, da haben wir jetzt verritten, aber das macht nichts. Muss nur wieder schauen, wo ich raufreiten kann. Was kann passieren? Wenn man vom Weg abkommt, aber das macht nichts. Man kann ja das Pferd wieder rufen. Wo gefährlich ist nämlich wenn man im Gebirge reitet, wo hohe Felswände sind, wo das Pferd und du abstürzen kann. Das ist das Pferd, du tot oder du bist tot. Da ist immer wichtig, dass man von Stall einen Pferdewecker immer mit hat, dass man das Pferd wiederbelebt. Hat man keinen Pferdewecker, muss man 2 Minuten warten, wenn das Pferd gestorben ist, dann erst wieder das Pferd rufen. Ruft man das Pferd gleich, bekommt man eine
alten Gaul. Und da muss man zum nächsten Stall reiten, das Pferd umtauschen und das habe ich bei den älteren Videos, was ich live drin habe, auch einen Beitrag gemacht über gewisse Sachen. So, jetzt sind wir in Augsburg, da ist nämlich ein Büchsenmacher. Oh, welcome back. Most people who leave Ansburg that long don't come Ein back. Tipp ist immer, What were you looking for today? wenn ihr Dienstag spielt oder Donnerstag spielt, klappert den Gemischtwarenhändler ab, den Büchsenmacher, den Stahl und natürlich auch den Hehler. Es kann sein, dass oder den Katalog. Es kann sein, dass gewisse Dinge günstiger sind zum Kaufen. Zum Beispiel manches Mal Once they close the ist die saloon Munition here, a new günstiger, dann Ansburg die ganzen future was Arzneien, die Pferdearzneien, dann die Kleidung, das ein bisschen vergünstiger ist. Da müsst ihr immer reinschauen, da steht, solange der Vorrat reicht und etc. Und da das verkauft ist, ist das People nämlich, need their guns around here. wir können I do my best to make sure they have guns they can rely on. schauen im Katalog nachher. Ich habe man eher aufgeblättert, was zurzeit in dem Fall günstiger ist. Man kann Munition, da kann ich Munition Very kaufen, nice. verschiedene Arten. Aber die muss man erst freischalten, die Munition. Hier sieht man zum Beispiel die Gurte, was man kaufen kann. Ich habe mir diesen gekauft, da kann man in weiß, so bräunlich. Man kann das ziemlich gut mit die Dings, diesen habe ich zurzeit, da gibt es noch einen anderen. Beispiel solche. Zweitholster, zum Beispiel wie hier, kann man zum Beispiel, da, das ist der zweite. Na, schauen wir mal. Nehmen wir den brutal.
Machen wir den gleich, der schaut cool aus. Das ist der Zweitholster. Gibt's auch verschiedene. Na, das ist der, wo wir den rein tun. Das ist der zweite. Zum Beispiel hier. Kann man auch Dings. Schauen wir, was beim Schwarzbrenner zurzeit ist. Da kann man zum Beispiel verschiedene Sachen, was man halt kaufen kann. Aber ich lasse mir einen Totenkopf Holster. Der schaut nämlich besser aus. Schaut voll wild aus. Und das kommt, wenn man absolut. Ah, da ist sogar was. Macht doch nicht überhört. Ich denke, da eine der Rock hat das ein Schätzmotiv. Aber alles bei den Bahnhöfen nichts da zu holen. Vielleicht kommt da mal was auch rein, dass man zum Beispiel, muss man nur schauen, wo das liegt. Kann er innen liegen. Ah, das muss außen liegen. Mal genau schauen und untersuchen, wo was liegt. Ah, da ist die Kiste. Da liegt es drinnen. Jawohl, da haben wir einen Schmuckgegenstand gefunden. Könnt ihr gleich merken, das ist nämlich bei der in Annersburg bei der Postmeisterei.
Was auch noch neu ist, während dem Laufen kann man den Metalldetektor nicht nehmen, da muss man stehen bleiben. Dann erst kann man den in die Hände nehmen. Früher war da oben was, schauen wir gleich, wann da oben was liegt. Nein, da liegt nichts mehr. Früher ist da oben eine Schatzkiste vergraben gewesen. Ist nicht mehr. Hat sich ein bisschen was verändert beim letzten Update. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn ihr zum Beispiel einen Screenshot von der Karte macht, so mit dem Drucker was ausdruckt, habt ihr nämlich und Einzeichen, da habt ihr nämlich leichter die Schätze zu finden. Wie wenn man irrlos in der Gegend umeinander sucht. Ist ein kleiner Tipp von mir. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Eine Karte ist, wo ich die Dings eingezeichnet habe, wo die Madame Assar schon gesichtet geworden ist. Eine andere Karte habe ich gemacht, wo ich zum Beispiel die Fundgegenstände oder Schätze, wo ich schon die gefunden habe, eingezeichnet habe. Da oben muss was sein, weil der Metalldetektor schlägt aus. Weil ich bin jetzt immer auf der Suche. Beim nächsten Mal habe ich das schon gemerkt, wo was ist. Da brauche ich nur herreiten auf die Position und die Schätze einsammeln. Da brauche ich nicht eigentlich suchen gehen. Da liegt er. Und wichtig ist auch, wenn ihr einen Sattel kauft, zum Beispiel die Werte vergleichen. Manche Sattel sind nichts wert, manche Sattel sind ziemlich gut. Ist auch eigenes Wissenschaft, den richtigen Sattel finden, weil unter anderem die Steigbügeln, dann den Knopf, wo man sich festhaltet, das bringt auch etliche Prozente, was da ist. Die Satteltasche natürlich. Da machen wir gleich einen Wegpunkt, dass ich schaue, wo ich hinreiten muss. Man kann zum Beispiel zu einem Stall reiten, wo ist gar keiner in der Nähe. Da, dass ich das euch zeige, wie auf was ihr auch bei den Werten aufpassen müsst bei den Satteln. Weil die meisten wissen das auch nicht, weil
Jeder Sattel hat natürlich seine Eigenheiten und wenn man da den falschen Sattel gekauft hat, ja, da hat man nämlich, wird das Pferd schneller müde und das Pferd generiert sich sehr langsam und ist anfälliger etc. und etc. Immer schauen, dass man den richtigen Sattel auch fürs Pferd. Ich habe ein bisschen mehrere Sattel schon gekauft, war für das, weil mir die gefallen hat, aber die verwende ich hauptsächlich nicht. Nur zum Angeben, wenn ich zum Beispiel oder so, aber diese Sattel bringen ab länger rechts nichts. Es ist nur für die Optik ziemlich schön, aber im Alltag beim Western-Spiel sind die halt nichts. Ihr seht, dass ich mein Pferd nicht so schnell hetze, nur gewiss ein bisschen mit X Befehle geben. Also wenn ich wo Stall bergauf habe, da gebe ich ein bisschen mehr Stoff. Ihr merkt, dass das Pferd, wenn ich schneller drücke, die X-Taste tue, dass das Pferd natürlich gleich schneller wird. Aber natürlich wird das Pferd auch schneller müde. Das ist halt der Nachteil. Manche Pferde, wenn man die so schnell reitet, sind die extrem anfällig auf Ausdauer und Gesundheit. Was auch noch gefährlich ist, ist, wenn das Pferd zum Beispiel von einer Klapperschlange gebissen wird. Muss man nämlich die richtige Jagdstelle mit haben. Die bekommt man natürlich entweder im Katalog oder man kauft sich die Arznei auch in Stall. Ja, weil ich kaufe hauptsächlich gleich im Stall ein. Warum? Weil da kann ich gleich Proviant für die da ist der nächste Schatz begraben. Zack. Weil ist ziemlich gut, wenn man die Sammelrolle hat, den Spaten kauft und dann mit der gedeckt. Aber die muss man sich freischalten. Natürlich bei der Madame sah die Sammeltasche braucht man, dass man Sammler die Mission auch spielen kann. Dann gleich den Spaten kaufen
und dann erst den Metalldetektor, was man erst eine bestimmte Stufe, den man hat. Ich kann ein paar Zähne verkaufen beim Händler. Muss ich wieder die Faust nehmen, sonst kann ich nicht verkaufen. Das ist auch beim Fleischer so. Kann man die Zähne verkaufen, die Uhr kann ich verkaufen. Und da kann ich auch gleich schauen, was der Hehler hat für mich. Da kann man auch Dynamit kaufen, ein Hehler, Wurfmesser, Wurfbeile, dann Vorräte, was man nicht braucht, Rezepte, verschiedene. Hat nichts für mich. Stay safe and quiet now. Beim Stall kann man zum Beispiel Sattel kaufen, Steigbügel, Pferde, dann auch den Jagdwagen oder den Gefängniswagen kann man hier kaufen. Vorräte. Ab und zu mag ich auch einen Gesundheitscheck fürs Pferd. Auch im Stall, das kostet auch ein bisschen was. So $7 kostet er und da seid ihr nämlich. Ja, jetzt gehen wir mal in den Stall. Will ich euch nicht zeigen. Das Pferde. Das werden die neuen Pferde hier hinaussehen. Da können wir die Mähne auch ändern. Ja, zum Beispiel die Sattel. Hier seht ihr schon, welche Sattel. Zum Beispiel, der hat nämlich ziemlich viel Minus. Und ihr seht, an der so, sagt man kauft sich einen neuen Sattel. Da kann man zum Beispiel sehen, der schaut cool aus, aber die Ausdauergeneration ist ein bisschen oder der Sattel, der hat ziemlich schlechte Werte, da seht ihr, wie schnell die runtergehen. Überhaupt bei denen. Schauen wir sich bei diesen Sattel an die Werte. Den habe ich zurzeit. Der war noch nicht ausgerüstet, ihr müsst noch rechnen. Die Steigbügel, ihr seht, wie schön der Dings schon gestiegen ist, die Werte, wenn man die kauft. Und das ist immer wichtig, weil nehmen wir den Sattel her, den habe ich schon nämlich aufgerüstet. Wenn man noch die Steigbügel dazu rechnet,
da seht ihr zum Beispiel, dass gleich die Werte und ein bisschen erhöht werden. Zum Beispiel bei den Schlafdecken macht das weniger, die Laternen. Bei manchen Sattel kann man nehmen wir diesen Sattel, nein, wenn man diesen Sattel hat, da seht ihr schon, wie die Werte halt umeinander gewürfelt werden. Es ist die Pflegeleistung, da kann man das Pferd wieder auf Vollmaximum, man kann das Pferd umbenennen, wie man, das sind die Pferdevorritter, was man, da müsst ihr auch immer schauen, aha, zum Beispiel Heu hat zum Beispiel gute Werte, Möhren. Hier bekommt man den Pferdewecker und auch die Arzneien. Hier kann man die Fahrzeuge verwalten, auch verbessern. Ihr seht zum Beispiel der der Jagdwagen kostet so viel, der andere Gefängniswagen kostet so viel. Und bei den Pferden ist das sehr wichtig, dass sie, den Pferdewagen habe ich gar nicht wollen, also schicken wir den Pferdeweg. Nehmen wir das Pferd wieder. Ihr seht, dass ich auch ein anderes Pferd gekauft habe. Das ist aber nicht noch ausgerüstet. Was ist das für ein Pferd? Saraba. Das ist zurzeit das Pferd. Unterstellen. Jetzt habe ich wieder mein Pferd. Und zwar sehr wohl. Und so funktioniert das halt. Wir sind wieder auf den Punkt. Das heißt, jetzt beende ich wieder meinen Livestream. Wenn wieder was Neues kommt,
werde ich wieder was trimmen. Vielleicht ist schon mein Bar nämlich noch besser ausgerüstet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt hier einen Daumen hoch und tut meinen Kanal abonnieren, dass ihr immer am Laufenden seid. Und das war's wieder von mir, von euren Jägermeister.